Hallo und guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt 20:09 und heute ist der 18.10.2019. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins Online. Und das ist hier mein Lernkanal, um an der digitalen Gesellschaft zu partizipieren, um meine Social Media Praxis zu sammeln, insbesondere hier mit YouTube. Das experimentiere ich hier und darüber spreche ich auch und darüber reflektiere ich wie heute. Also es geht hier in diesem Kanal um die Transformation in die digitale Gesellschaft und wie sich das hier bei mir im Alltag hier vollzieht und wie ich mich dabei entwickle oder auch nicht entwickle. Also ob ich mich zum Beispiel zu einem Homo digitalis entwickle. Sie erinnern sich an Manfred Spitzer da, der hat dann so einen Zusammenhang hergestellt zwischen der Demenz und dem Digitalen. Oder ob die Demenz vielleicht auch nur einfach von Krankheit und Alter herkommt. Ja. Meistens mache ich jeden Tag immer so 5 Hauptpunkte. Meine geheime Struktur sozusagen über Online, über Gesundheit, Medien, Lektüre. Und ja, das ist jetzt heute das wievielte Video habe. Das ist jetzt das dritte, vierte, das ist das 5. Video. Ich habe um 6 Uhr angefangen und jetzt haben wir das 5. Video. Das Wort des Tages. Und ich bin schon wieder groggy. Ja. Gestern, also was ich noch zeigen möchte, das ist mein Rasierer. Den habe ich mir gekauft in einem Anfall von Spendabilität oder was auch immer. Der ist von der Firma Max T, wer immer das sein mag. Der Name sagt mir nichts. Schön in Blau. Blau glänzt sogar hier, so eine glänzende Farbe. Hier hat er unten so einen USB-Stecker dran, damit kann man den aufladen und wenn der aufgeladen ist, dann soll der 75 Sekunden rasieren. Ich habe den gestern bekommen, vorgestern waren bestellt und das ist der beste Rasierer, den ich in meinem Leben gekauft habe. Ich bin ein Nassrasierer. Ich weiß nicht, ob jemand das sagt, Nassrasierer, Trockenrasierer. Also ich bin eigentlich ein Nassrasierer und ich hatte aber immer noch so aus Reserve so einen billigen Rasierer, die ich dann mal im Sonderangebot oder aus Erbschaften übernommen habe. Und die sind aber jetzt alle hinfällig, damit bekomme ich selbst gröbste Bartstoppeln nicht mehr weg. Da denke ich, ja, wird man Zeit, mal einen neuen zu kaufen. Und das ist jetzt der neue, mein erster richtiger, bewusster Rasierer. Und ich kann ihn mal einschalten. Ich hoffe, dass der Dame die Ohren betäubend ist, dass man das nicht hören kann. Ja, also der ist sehr schön, der passt sich also der Haut an und den Kinn sozusagen, der hat hier vorne so ein,
kann man hier so reindrücken und dadurch passt er sich jetzt hier so der Form an, so am Kinn und so. Und dann hat er hinten so einen Langhaarschneider und ja, bis jetzt, zweiter Tag, sag ich mal, bin ich sehr zufrieden, sehr glücklich, war auch sehr werthaltig eingepackt. Darauf lege ich zwar keinen Wert, aber manche Leute, die reden immer von werthaltig, die wollen irgendwie einen Gegenwert haben. Aber der sah schon mal schön aus. Von Max D, ich nehme an, aus China. Ich danke mal an China. Thank you for this Rasier. Zu einem guten Preis. Amazon hat die geliefert. Und ja, 30 € habe ich dafür bezahlt. Das war sozusagen billig, also nicht der billigste. Ich habe noch einen für 23 €, der kam also 30 €. Ja, und so Rasier mit dem Kabel dann für die Steckdose, wie es sie früher gab und wie meine alten Rasier war, so eine gibt es heute gar nicht mehr. Die sind alle mit USB ausgestattet und von daher ist man also darauf angewiesen. Ja, der braucht also 8 Stunden wohl für die komplette Aufladung. Ich habe gestern mal, ich glaube 6 Stunden habe ich den gestern mal an der Leitung gehabt. Die Lampe soll dann nachher auf weiß gehen. Dazu bin ich gestern nicht mehr gekommen, weil ich wusste auch nicht, ob das jetzt ein blau ist oder ob das schon weiß ist. War mir so unklar, das ging so ineinander über. Ja, das war also die Anschaffung, die Sensation in der Investition des gestrigen Tages. Dann habe ich mir noch so ein paar Schluppen gekauft. Schluppen nenne ich das mal. So ganz dünne, schon fast Barfußschuhe könnte man sagen, für die Wohnung. Auch sehr schön. Die habe ich beim Discounter bekommen für wenig Geld. Und Boxershorts habe ich mir auch gekauft. Also der Herbst bringt hier die Investitionen für kleines Geld. Oder ermöglicht es. Ja, kommen wir also zum ersten Punkt heute, zum Thema OnLive. Ja, gestern habe ich also 7 Videos gemacht. Damit bin ich jetzt im Oktober bei 127. Und da kommt natürlich auch vom 18., 19., 20. hinzu, 3 Tage noch. Da könnte ich vielleicht auf 150 kommen. Und da wären dann das so hochgerechnet 225 im Oktober. Kommt mir zwar nicht darauf an, möglichst viel zu machen, die Zeiten sind schon vorbei, aber die Monate wechseln halt. Mal habe ich dann nur meine Standard-Müslis oder meine Standard-Videos, immer so dasselbe, das langweilig dann auch. Aber jetzt habe ich durch das Streaming habe ich natürlich mehrere Videos und da gibt es mehr auszuprobieren und mehr zu dokumentieren. Ja, warum mache ich das? Warum mache ich überhaupt YouTube? Ich sag mal, als ältere Generation muss man ja auch sehen, dass man sich an seine Zeit anpasst. Und die Zeit heute ist halt eine digitale Zeit, ist das digitale Zeitalter. Und da braucht man halt neue Fähigkeiten. Manche sprechen von den 21st Century Skills. Und wenn man so will, trainiere ich jetzt hier meine 21st Century Skills. Ich brauche hier nicht mehr alle. Ich werde das Jahrhundert hier nicht so komplett erleben. Von daher reicht es so ein paar Anfänge zu machen, dass ich ein bisschen mit der Technik klarkomme und mit Social Media, mit YouTube, mit dem PC sowieso, dass man also damit umgehen kann, so einigermaßen die bedienen und dass man mit der Informationsvielfalt, die einen da überschwemmt, dass man da nicht absäuft, nicht untergeht, dass man da versucht, einen klaren Kopf zu behalten
und dass man versucht auch das ein bisschen kritisch zu sichten, dass man auftauchende Probleme versucht zu lösen und so weiter und so weiter. Also Problem Solving und Critical Thinking und Adaptive Learning, das sind so die drei kognitiven Skills, die am Anfang stehen bei den Prozessen und Strategien, bei den kognitiven Prozessen und Strategien, die für das 21. Jahrhundert benötigt werden, laut Wissenschaft. Ja, dann haben wir auch noch so ein Thema wie Openness, intellektuelle Openness. Ja, da sieht es bei mir schlecht aus. Ich bin nicht offen für viele Sachen. Das lehne ich schon mal generell ab. Und von daher werde ich da, ich akzeptiere das, was ich akzeptiere, was mir sinnvoll erscheint. Und was anderen sinnvoll erscheint, brauchen wir nicht. Und Medien müssen wir kritisch sichten. Brauchen wir auch nicht so viel davon. Ja, also in diesem Sinne mache ich also YouTube und um meine 21st Century Skills hier zu trainieren. Und das ist schon eine Herausforderung hier im Alter. Erstmal vergisst man ja mehr und dann ist auch alles neu. Wenn man dann nicht aus der Branche kommt, Film und Fernsehen, ist das ja alles Neuland. Und wenn man auch nicht hier sein Leben lang jetzt fotografiert und gefilmt hat, als Hobbyfotograf oder so. Natürlich habe ich auch eine Digitalkamera gehabt und ich habe dann früher auch schon mal was aufgenommen, aber das war dann nur so ein Familienfoto oder so. Ich hatte mal so ein Koller, da habe ich mal so Foto entwickelt und so. Aber mehr so aus Neugier, um das mal auszuprobieren. Das ist kein Hobby gewesen, das ich dann beibehalten habe. Auch schon aus finanziellen Gründen, weil das doch teuer war, das Fotopapier und so. Das musste da alles angeschafft werden und besorgt war. Die Besorgung war auch schwierig, das gab es dann nicht an jeder Ecke. Da musste man dann erstmal kilometerweit fahren, um dann einen Laden zu finden, der das hatte, wo man dann so Fotopapier, Toner und sowas bekam. Das weiß ich noch. Da bin ich so mit dem Fahrrad hingefahren. Ja, heute ist vieles einfacher. Heute schaut man am Tablet, Amazon und die liefern einem alles ins Haus. Also fast alles. Und von daher hat sich das Leben schon vereinfacht und verbessert. Und dann hat sich natürlich auch die Technologie entwickelt. Also das analoge Foto entwickeln ist out, total out. Heute gibt es nur noch digitale Fotos und das ist eigentlich auch praktisch, die kann man überall anzeigen, auf allen Geräten. Und die kann man dann auch veröffentlichen und so weiter. Also das ist auch eine gute Entwicklung und daran habe ich jetzt auch Anteil. Hat eine Weile gedauert, aber es kommt jetzt. Also eine kleine billige Fahrradkamera, also für 30 Euro hatte ich meistens. Und dann habe ich natürlich schon mal Fotos damit gemacht, aber die Fotos waren jetzt für mich nichts Besonderes. Ja. Wie bin ich jetzt darauf gekommen, Thema Online und warum ich YouTube mache und meine 21st Century Skills hier trainiere. Und ja, da habe ich mir also Ziele gesetzt, Quantitätsziele, weil die kann ich gut nachprüfen, die sind praktisch. Und da sind dann Ziele, möglichst viele Videos zu machen, um da auf diese Weise auch viele Erfahrungen zu sammeln, viele Routinen auszubilden und auch viel ausprobieren zu können.
Ja, bisher bin ich ungefähr bei 3000 Videos bisher. In den 18 Monaten, wo ich jetzt YouTube mache. Ich rechne insgesamt, dass ich vielleicht so 5 Jahre dafür brauche, um da YouTube so, ja, kann man sagen, in den Griff zu bekommen, um immer besser zu werden. Das verändert sich auch laufend und man muss sich dann auch immer anpassen. Also bisher habe ich keinen Strike bekommen. Ich habe auch keine Urheberrechtsverletzung begangen. Ich nutze also die Google-Free-Musik und von daher bin ich da schon mal auf der sicheren Seite. Und ich nutze jetzt auch keine spektakulären Filmszenen. Ich habe auch keinen Zugang dazu, Fernsehen und so weiter, um da Szenen herauszuschneiden. Und ich weiß zwar, dass es das Zitatrecht gibt. Und ich weiß auch, dass man da also einen kleinen Ausschnitt als Zitat bringen will, aber dieses Zitat muss dann in einer inhaltlichen Bearbeitung quasi stattfinden. Und dann kann man natürlich auch so ein Zitat bringen. Die meisten YouTube-Kanäle bringen das nicht so. Dann bleibt dann nur noch Werbung oder ja, Originale oder so wie ich hier, so eine langweiligen Sender, so eine langweiligen Kanäle, die quasi jeden Tag dasselbe machen, weil der Alltag ist ja nun mal langweilig und der ist ja nun mal eintönig und ja, deswegen brauchen die Leute halt Action und die wollen auch Action sehen und nicht den langweiligen Alltag vom Nachbarn. Das ist okay. Das ist okay, ich schaue mir andere Leute auch nicht an oder nur sehr kurz andere Kanäle und oder so Kanäle, die jetzt irgendwas thematisieren, was hier völlig an der Hutschnur vorbeigeht. Frauen zum Beispiel und Basteln und sowas, also das sehe ich mir nicht. Also ich habe es mir mit der Technik, ich habe es auch mit dem Kochen, jetzt im Alter nicht mehr so sehr. Und ja, Thema 1 haben wir jetzt also abgearbeitet. Thema Nummer 2 ist ja meistens Gesundheit. Ja, Gesundheit hatte ich ja Probleme mit den Füßen, mit dem linken Fuß hier, mit dem Auftreten, dass ich da kaum gehen konnte. Das hat sich also weiter gebessert. Gestern also bin ich zum Discounter gegangen, heute noch nicht, vielleicht mal sehen, vielleicht nachher. Ich möchte noch Batterien kaufen. Ich habe tatsächlich die falschen Batterien gekauft. Kann man das glauben? Man wird immer deppert im Alter. Ich habe also AA und AAA verwechselt. Und die haben ja nur, die einen sind ein bisschen dicker als die anderen. Und jetzt habe ich die dicken, aber ich brauche die schmalen. Und wenn ich die schmalen habe, dann brauche ich die dicken. Das ist immer so. Und irgendwann ist man dann total, dann hat man einen Vorrat von dem einen und dann wieder von dem anderen. Und ja, gestern habe ich also bestellt, weil es hieß, die Fernbedienung, die neu, da sollte also A rein, und da kommt aber nicht A, da kommt A rein und A. Ja, gut. Weiter. Da will ich gleich einkaufen gehen und dann dritter Punkt, Ernährung, Diät. Ja, Smoothie haben wir schon gemacht, das ist gleich alle hier. Haben wir nicht mehr viel. Müsli ist angesetzt.
war ein Stein. Oder war das eine Bohne? Eine Kakaobohne, die nicht klein gemahlen wurde? Ja, okay. Punkt 3, Lektüre, fand gestern nicht statt. Und Punkt 4, Medien, fand gestern statt. Gestern habe ich wieder Netflix geschaut. Da habe ich einen Film gesehen, El Camino. Tja, ständig so mit Rückblicken und so. Also am Anfang war so ein Vorausblick, wo einer hin wollte. Und dann kam Rückblicke. Und dann kam, dass er dann doch so sein Ziel erreicht hat, dass er ausgebrochen ist. Aus so einer kriminellen Gang oder so. Ja, war nicht besonders. Aber trotzdem habe ich ihn bewertet gut mit, weil es ist halt nicht so, ich bin so ziemlich fixiert so auf Tatort und so. Und bei Tatort wird da mir oft immer so noch andere Ideologie untergejubelt. Und das haben wir hier nicht gehabt. Oder ja, teilweise erschreckende Verhältnisse wurden da gezeigt. Ich weiß nicht, war das Amerika? Ich glaube ja. Erschreckende Verhältnisse da aus den Vororten, die beherrscht wurden von kriminellen Gangs und die alles unter Kontrolle hatten und da machen konnten, was sie wollten. Ja, dann habe ich noch eine Serie gesehen, da aus Frankreich, eine französische Serie, 3 Teile. Wie hießen die? Untergetaucht oder so ähnlich. So ein Kommissar, der ja einen Gehirntumor hat. Und dann hat er da ein Blacks aus und so. Der hat dann 6 Monate zu leben. Und der macht sich dann da als Undercover-Agent, inszeniert er sozusagen seinen Selbstmord. Und ja, die Tochter ist auch im Abgleiten. Und es wird dann eine französische Gesellschaft gezeigt, die quasi in die abdriftet. Eine Jugend, die quasi auf Drogen fixiert ist. Und eine Polizei, die das nicht mehr schafft, das zu kontrollieren. Eine überforderte Polizei. Ja, und dann da rabiate Kriminelle, teilweise auch französische, die dann da den Traum hatten vom Geld verdienen, vom reichen Mafiosi oder Türken oder was auch immer, die sich da verbessern wollten. Also richtig teilweise durchgeknallte Leute, die einer bürgerlichen Existenz abgesagt haben, absagen mussten vielleicht auch, oder die damit nicht zufrieden waren. Weil der Türke, der hatte ja ein Reinigungsgeschäft, aber das war ihm irgendwie zu wenig. Er wollte da mehr haben und dafür hat er dann viel riskiert. Dann da so ein Muslim, da aus Afrika, der da Geld scheffelte und die eigenen Angehörigen der für blöd verkaufte. Ja, und dann haben sie gezeigt, wieder ein junger Schwarzer aus Mali, der kam da in diesen Strudel hinein und
Der hat sich dann, zum Schluss hat er sich der Polizei gestellt, hat gesagt, ich keine Papiere, ich weg hier, ich wieder zu Hause nach Mali. Also er war hier, hat dann die Hölle erlebt und kam dann zur Einsicht, dass zu Hause doch besser ist und wollte wieder dahin. Also der Traum vom schönen Leben, der war für ihn ausgeträumt. Der Preis war zu hoch. Und das machen sich vielleicht auch viele Leute nicht so richtig klar, dass man natürlich hier allerhand hat, aber dass man dafür natürlich einen Preis bezahlen muss. Auch diejenigen, die schon hier leben und sich angepasst haben, die haben dafür einen Preis bezahlt. Oder die Vorfahren und die Eltern und Ureltern. Und jemand, der neu da hineinkommt, der staunt nur, wie die Menschen das hier so alles aushalten. Und der ist ja gar nicht gewohnt, erstmal zu arbeiten den ganzen Tag und so. Ja, also das war gut, das war ganz gut, die Serie, die habe ich gestern gesehen und damit meine Askese unterbrochen, meine ziemliche Käse. Okay Leute, ich mache mal Schluss. Ich habe mich hier gerade verhakt und von daher müssen wir mal sehen. Also, bis dann Leute, macht's gut und tschüss. Hallo und guten Morgen meine Damen und Herren. Wir haben heute immer noch den 18.10.2019 und das ist jetzt das zweite Tageswort. Wir haben jetzt 10:40 Uhr und ich war gerade einkaufen, habe also gerade die notwendige AA-Batterie gekauft, waren sogar preiswert, hier 1,59 €. Ich kann das gar nicht glauben. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht gleich leer sind, aber da steht trotzdem extrem leistungsstark, Quecksilber, Cadmium, Blei und so weiter. Wie lange die halten, weiß ich nicht, aber das müssen wir dann mal sehen. Also 1,59 € war sehr preiswert für meine Verhältnisse, meine ich. Und ich bin mal gespannt. Es sind 8 Stück, damit werde ich eine Weile mit auskommen. Ja, ansonsten habe ich meinen Einkauf getätigt heute. Also Bananen geholt, Kartoffeln gekauft. Bananen, Kartoffeln. Und ja. Heute ist also der 18., sagte ich schon. Und jetzt haben wir, ich erwarte eigentlich nur ein Paket, aber das wird wohl heute nicht kommen. Ich habe gerade in Tracking nachgesehen und da ist das Paket noch nicht mal in meiner Region. Also das wird wahrscheinlich erst morgen hier sein und dann morgen kommen. Oder Montag, wenn ich glaube, Hermes liefert Samstag nicht aus. Dann kommt das erst am Montag. Ist auch nicht schlimm, aber der Kakao geht dann hier zur Neige und das war gut getimt, aber ich wusste jetzt nicht, dass der Kakao jetzt auch erstmal aus China hertransportiert werden muss. Ja. Das passiert halt, wenn man nicht bei Amazon kauft
da wäre der Kakao schon längst hier. Das ist der Nachteil halt, wenn man da einen anderen nimmt. Wo man dann noch nicht weiß, wo der Kakao herkommt. Da steht dann irgendwas drauf, Chayung, glaube ich. Aber wo der genau herkommt, unklar. Die haben dann auch kein Lager hier in der Nähe. Oder vielleicht irgendwo in Polen oder in Bulgarien. Und dann dauert das natürlich, bis das von dort hierher transportiert worden ist. Ja. Weiter gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe nur 2 Backwaren mitgenommen, da beim Discounter. Die hauen natürlich meine Bilanz wieder durcheinander. Ach so, von gestern muss ich beim Chronometer noch nachtragen. Die Bilanz. Und vielleicht heute auch nochmal den Spaziergang eintragen. 30 Minuten. Und vielleicht noch ein Ergometer heute. Ja. Ja. Heute liegt der Hausputz an. Und was liegt noch an? Mal sehen. Ja, okay, mir fällt nichts mehr ein, Leute. Ich muss Schluss machen. Das war's.